Hallo und herzlich willkommen. In dem heutigen Video dreht sich alles um den Salzeffekt beim Aquarellmalen. Wir schauen uns an, welchen Einfluss Pigment und Wasser auf das Ergebnis haben, und ich zeige euch anhand von 2 Beispielen, wie man Salz verwenden kann. Dafür nutzen wir einmal grobes Salz und einmal feines Salz. Doch bevor wir starten, einmal die Frage, was passiert eigentlich beim Salzeffekt? Zum einen wird das Farbpigment von dem Salz aufgenommen, wie man an den dunklen Salzkörnern sehen kann. Zum anderen schiebt das Salz aber auch das Pigment von sich weg, wie man hier im Zeitraffer sehen kann. Und nun starten wir und schauen uns einmal an, welchen Einfluss Wasser, Pigment und Salztyp auf das Ergebnis haben. Im oberen Bereich sehen wir die Ergebnisse für das feine Salz und im unteren Bereich sehen wir die Ergebnisse für das grobe Salz. Wir starten mit recht viel Pigment und relativ wenig Wasser und schauen uns jetzt einmal an, was für ein Ergebnis wir bekommen, wenn wir das Salz sofort drauf geben, aber auch was für ein Ergebnis wir bekommen, wenn wir eine Weile warten, die Farbe etwas antrocknen lassen und dann das Salz drauf geben. Das gleiche machen wir jetzt auch nochmal für das grobe Salz. Also wieder recht viel Pigment, recht wenig Wasser, also so eine buttrige Konsistenz, und dann geben wir auch hier einmal sofort das Salz drauf und einmal warten wir für 45 Sekunden ab, sodass die Farbe etwas antrocknet, und geben dann das grobe Salz da drauf. Als nächstes verwenden wir eine etwas wässrigere Konsistenz, also ein bisschen mehr Wasser, noch recht viel Pigment, und geben das Salz sofort drauf. Oben wieder für das feine Salz und unten für das grobe Salz. Zwischendrin markiere ich mir noch meine Felder, damit ich auch weiß, unter welchen Bedingungen ich zu welchem Ergebnis gekommen bin, damit ich das für später auch nutzen kann. Als nächstes ändern wir einmal das Pigment, und zwar verwenden wir relativ wenig Pigment, das seht ihr an der hellen Farbe, aber gar nicht so viel Wasser. Ich habe vorher den Pinsel nämlich etwas abgetrocknet, damit wir recht wenig Pigment haben, aber noch so semi viel Wasser. Auch hier einmal wieder das Salz drauf geben. Und zuletzt, und da ist mir die Kamera etwas flöten gegangen, habe ich eine sehr nasse Konsistenz verwendet, also sehr, sehr viel Wasser. Ihr seht das an den Wasserlachen, die ich da habe, diesen Pfützen, und habe auch dort wieder Salz drauf gegeben. Und das hatte ordentlich damit zu tun, die Flüssigkeit einzudämmen. Und so sieht das Ganze im feuchten Zustand nun aus. Jetzt warten wir einmal, bis alles getrocknet ist. Die Farben sind getrocknet, und zwar richtig getrocknet. Das ist ganz wichtig, weil wir nämlich jetzt das Salz abrubbeln, und durch das starke Rubbeln kann es passieren, wenn die Farbe noch nicht total trocken ist, dass man die sich wieder verwischt. Und das wäre ärgerlich, weil dann verlieren wir unsere Struktur. Also am besten über Nacht trocknen lassen und am nächsten Tag das Salz abrubbeln. Und so sieht das Ganze nun aus. Wenn wir einmal das feine Salz mit dem groben Salz vergleichen, dann muss ich sagen, finde ich die Unterschiede jetzt gar nicht mal so groß. Am ehesten sehe ich die noch da, wo wir recht viel Pigment verwendet haben. Wenn wir das uns genauer anschauen, dann sehen wir, dass je mehr Feuchtigkeit verwendet wurde, desto größer sind die Effekte oder diese Kristalle, die sich dann bilden, bis man am Ende mit sehr, sehr viel Wasser fast keine Struktur mehr erkennen kann. Das gilt sowohl für das feine Salz als auch für das grobe Salz. Auch hier, je mehr Wasser, desto raumgreifender der Effekt, und je weniger Wasser, desto kleiner der Effekt. Und nun, wo wir ein Gespür für die Effekte haben, kommen wir zu den Beispielen. Als erstes mache ich eine kleine Schneelandschaft und verwende das Salz für die Bäume. Das heißt, ich nutze erst einmal mein Indigo und male mein Himmelblau mit recht viel Pigment, gar nicht mal so viel Wasser, und gebe dann das Salz, in dem Fall sowohl grob als auch fein, auf das Papier, um meine Baumkronen zu gestalten. Und dann heißt es, abwarten und Tee trinken und das Salz machen lassen.
Wenn die Farbe getrocknet ist, das Salz wieder abrubbeln. Und in dem Fall braucht es jetzt nur noch ein paar Stämme und Äste. Die mache ich mit einem dunklen Braun und male jetzt einfach nur ab und zu ein paar Stämme, die hervorlugen oder ein paar Äste, die hervorschauen. Und hier gilt, weniger ist mehr, also nur ab und zu ein Ast oder einen Stamm malen. Klebeband ab und schon haben wir eine wunderschöne Winterlandschaft mit einem tollen Salzeffekt. Und nun kommen wir zu Beispiel 2. Da arbeite ich einmal vor und mache das Papier feucht. Und dann gibt es erst einmal viele verschiedene Blautöne, hellere und dunklere, die ich auf das Papier gebe. Auch hier werden wir wieder Bäume gestalten, aber das Motiv ist ein etwas anderes. Ich achte darauf, dass in der Mitte etwas Helligkeit verbleibt und lasse das Wasser jetzt in die verschiedenen Richtungen verlaufen. Dafür habe ich das Aquarellpapier einfach auf eine Styroporplatte geklebt, damit das einfacher funktioniert. Und dann macht das Wasser die restliche Arbeit. Wenn alles gut verlaufen ist, wieder Salz drauf geben. Auch hier habe ich wieder grobes und feines verwendet. Und dann heißt es wieder trocknen lassen. In dem Fall habe ich es auch über Nacht trocknen lassen, damit es auch wirklich trocken ist. Und dann gibt es nur noch die Salzkörner abzurubbeln und letzte Details zu malen. Ich habe mich in dem Fall entschieden, ein Paar zu malen, das auf einem Waldweg läuft und so in Richtung Lichtung vielleicht läuft. Und deswegen gibt es auch noch mal so ein paar kleine Lichteffekte. Dann noch ein paar Stämme und ein paar Äste malen. Auch hier wieder weniger ist mehr. Einfach nur ein paar Äste andeuten, damit der Fantasie geholfen wird, die Salzeffekte als Bäume zu erkennen. Für die Stämme habe ich einfach ein dunkelbraun verwendet und einen einfachen Rundpinsel. Noch ein paar letzte Äste. Und mit dem Pinsel und ein wenig Wasser ein bisschen Nebel simulieren. Dann kommt das Klebeband noch ab. Und fertig ist unsere traumhafte Winterlandschaft. Ihr seht, das Arbeiten mit Salz ist super vielfältig und lädt dazu ein, sich auszuprobieren. Und das war es auch schon von mir. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen und dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen.